Ja, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der MS-DOS PC-Spiele-Archäologie. Heute kann ich euch ein echtes Highlight der PC Big Box Geschichte präsentieren, und zwar das Spiel Nitro Racers aus dem Jahre 1997. Ja, das Spiel ist wirklich ein Mysterium für mich gewesen. Vor einigen Monaten über eBay für, glaube ich, 4 Euro erworben, und danach habe ich mich wie gewohnt im Internet nach Informationen zu dem Spiel umgesehen und stieß dabei nur auf verwirrende Artikel. Hier auf Wikipedia wurde geschrieben, Nitro Racers wurde von der irischen Firma Torque Interactive entwickelt und sollte von Studio 3DO für den PC gepublished werden, aber es wurde dann laut Wikipedia niemals released und ist nur als Demo verfügbar. Diese Meinung wurde auch auf anderen Games-Seiten vertreten, wie hier auf gamespy.com. Nitro Racers, ein Spiel, das niemals erschienen ist. Ja, und auch die Entwicklerseite von Torque Interactive, hier über die Wayback Machine aus dem Jahr 2001 aufgerufen, machte bei mir die Verwirrung nur größer, denn hier stand jetzt erstmal, dass die Firma erst im Jahr 1998 gegründet wurde. Ja, auch die Homepage von 3DO, besser gesagt von Studio 3DO, brachte mich nicht weiter, da das Spiel auch hier nicht als eines der ihren gelistet wurde. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite mal alle Spiele, die für den PC über 3DO gepublished wurden, aufgelistet, und auch hier fehlt das Spiel. Ja, aber insgesamt muss es natürlich trotzdem erschienen sein, da ich eine physische Version des Spiels hier in meinen Händen halte. Und ja, ich hoffe, ihr seid da auch daran interessiert, an der Geschichte des Spiels. Ich werde dann da später noch einiges dazu erzählen können, da ich unter anderem mit einem der Entwickler des Spiels, mit dem Steve Cottam, ein kurzes Interview hatte. Aber bevor ich jetzt hier weitere Details erzähle, möchte ich euch zunächst einmal kurz die Big Box zeigen. Jawohl, dann blicken wir jetzt hier auf das schöne Frontcover der Box. Handgezeichnet, leider mit einem etwas unansehnlichen Sticker im oberen Bereich, Fun Price. Ich nehme mal an, das Spiel wurde da damals reduziert angeboten. Ja, hier im unteren Bereich können wir auch gleich die Systemvoraussetzungen erkennen. Also DOS oder Windows wird gefordert, Minimum ein 486er mit 8 MB oder 12 unter Windows 95. Super VGA, CD-Laufwerk und Joystick wird unterstützt und optional auch IPX Network. Dann gleich hier mal zum Backcover. Ja, hier sind jetzt schon ein paar Sachen aufgelistet, die für das Spiel sprechen sollen. Also hier eben, dass es bis zu 8 Personen übers Netzwerk gleichzeitig spielen können. Es gibt 30 verschiedene Strecken. Ja, und dann kann man hier noch ein paar Screenshots erkennen. Die Grafik wird hier auch gleich mal beworben in High Resolution, also 640 x 480 Pixel, was dem Super VGA Standard entspricht. Und hier unten noch das Logo von Torque Interactive, ohne Altersbeschränkung durch die USK eingestuft, und selbst der grüne Punkt ist schon drauf zu finden. Dann zeige ich euch auch noch ganz kurz den Inhalt der Box, der wie bei allen Spielen der späten 90er Jahre etwas spärlich ausfällt. Nämlich befindet sich in der Box lediglich hier die Hülle
mit der CD und den Anleitungsbüchlein dazu. Was da so alles drin steht, das erkläre ich dann, wenn ich das Gameplay des Spiels zeige. Ja, also hier jetzt der Startscreen des Spiels. Ganz kurz mal ein Blick in die Optionen. Das Spiel lässt sich alleine oder auch zu zweit an einem PC mit Joystick und Tastatur oder mit 2 Joysticks oder eben auch über das Netzwerk mit bis zu 8 Spielern spielen. Bei der Grafik hat man die Möglichkeit, verschiedene Modi zu wählen. Rennstrecke, werde ich dann gleich zeigen, zeigt eben die komplette Strecke auf einem Screen. Geteilter Bildschirm, ein Splitscreen für den Zweispieler-Modus oder hier mit Bilddurchlauf, etwas seltsam übersetzt. Da zoomt das Spiel etwas näher ran und scrollt dann praktisch beim Fahren die Grafik. Auch das werde ich gleich zeigen. Steuern lässt sich das Ganze, wie bereits gesagt, mit Tastatur oder Joystick. Ich benutze jetzt hier mal die Tastatur und gehe jetzt gleich mal auf Spiel starten. Und auch hier ergeben sich wieder mehrere Möglichkeiten. Ich kann hier die Anzahl der Spieler einstellen, den Schwierigkeitsgrad und die Spielweise wählen. Es gibt ja insgesamt 30 Strecken, 15 Strecken kann man im Management-Mode fahren und wiederum 15 Strecken im Spielsalon, also in der Arcade-Version. Unterschied ist einfach nur, beim Management Mode kann ich eben das Auto upgraden, ich muss auf den Schaden der Reifen und aufs Betanken achten und immer mal wieder in die Boxengasse fahren. Im Arcade Mode entfällt das Ganze. Ja, Nitro Racers ging natürlich dann trotzdem in den Release und wurde am 8.6.1997 veröffentlicht. Dieses Genre der Top-Down-Racing-Spiele war auch zu dieser Zeit noch aktuell. Relativ parallel erschien das vielleicht bekanntere Death Rally von Apogee. Die Micro Machines Serie war auch immer noch aktuell. Diese Spiele könnte man auch als Inspirationsquelle nennen. Am ehesten würde ich aber den Arcade-Klassiker Super Sprint aus dem Jahre 1986 nennen. Ganz einfach deshalb, weil dieser Arcade-Automat bereits damals das Mehrspielerprinzip in den Vordergrund gestellt hatte. Man konnte an einem Automaten mit bis zu 3 Personen gleichzeitig Rennen fahren und das ist ja auch so das grundsätzliche Spielprinzip von Nitro Racers, eben übers Netzwerk dann gemeinsam mit anderen Rennen zu fahren. Ja, nun noch mal kurz zur Geschichte des Spiels. Ich habe ja bereits eingangs erwähnt, dass ich im Internet nur sehr wenige Informationen zu dem Spiel gefunden habe und diese auch zudem sehr widersprüchlich waren. Ich habe daraufhin versucht, einen der Entwickler zu kontaktieren, um genauere Informationen zu erhalten und bin dabei auf den Steve Codem gestoßen. Dieser ist im Internet sehr präsent, da er vor kurzem die Plattform Einstream gegründet hat. Einstream ist ein Retro-Videospiel-Arcade-Streaming-Dienst. Wenn jemand daran Interesse haben sollte, kann er das Angebot unter www.einstream.com finden. Ja, Steve erzählte mir dann eben, dass Torque Interactive ursprünglich von ihm selbst und Marcus Irvine gegründet wurde. Ja, der Kontakt mit dem relativ großen Publisher 3DO kam über den Produzenten Alex Green zustande. Dem wurde das Projekt Nitro Racers vorgestellt, er fand es interessant und hat diese dann eben mit den relevanten Leuten in den USA den Kontakt hergestellt. Ursprünglich sollte das Spiel Nitrox heißen. Da gibt es auch einen kurzen Cheat dazu, den hat mir der Steve verraten. Und zwar, wenn man beim Starten, wenn das Torque Interactive Logo zu sehen ist, Nitrox oder Nitrox eingibt, dann kann man jedes Level frei anwählen. Und man hat zudem unbegrenzt Geld im Management Mode. Aber 3DO hat sie dann später darum gebeten, den Namen in Nitro Racers zu ändern.
Ja, was ich wirklich sehr lustig fand, ist die Geschichte, wie denn die Strecken entstanden sind. Die wurden wohl von Marcus Irvine entworfen und er hat ganz einfach ein Stück Schnur genommen und hat dieses auf den Boden fallen lassen und so wie sich da eben die Windungen der Schnur ergaben, so hat er dann später die Strecken eben auch entworfen. Ja, und der Steve hat mir dann auch erzählt, dass sein Bruder Chris die Musik zu dem Spiel gemacht hat. Ich nehme mal an, dass ursprünglich auch ein Disketten-Release geplant war, da im Optionsmenü man verschiedenste Soundblaster und MIDI-Geräte auswählen kann, aber auf der CD ist die Musik dann eigentlich als Audiotrack hinterlegt, was ja so eigentlich keinen Sinn ergibt. Entweder man hat es dann nachträglich verworfen oder kann man nur drüber spekulieren. Die Musik, ihr hört sie ja immer wieder mal im Hintergrund, ist so eine richtig schöne 90er Jahre Techno-Musik. Ich finde die wirklich gut und man kann die auch jetzt noch hören, also das passt auch sehr gut zum Spiel. Ja, andererseits sind die Soundeffekte leider entweder gar nicht vorhanden oder wenn dann nur in relativ schlechter Qualität. Das hat auch der Steve so angemerkt, dass sie wohl da besser etwas mehr Zeit hätten reinstecken sollen. Die Grafik zu dem Spiel wurde mit der 3DO eigenen Software 3D Max erstellt. Ja, die Zusammenarbeit mit 3DO war aber wohl ziemlich problematisch. Der Steve hat kurz angefügt, dass die vereinbarten Lizenzgebühren leider dann im Nachgang niemals geflossen sind. Also ihnen ist da auch Geld vorenthalten worden. Es gab zwar eine gewisse Vorauszahlung, die hat dann zumindest die Entwicklungskosten des Spiels gedeckt, aber so richtig Geld damit verdient wurde wohl eher nicht. Ne? Ja, das Spiel war wohl auch nur wirklich sehr kurz im Handel. Also in der PC Zone Zeitschrift kann ich nachvollziehen, dass es ungefähr ein Jahr lang als Mail-Order erhältlich war. Und danach wird es wohl vielleicht noch über diverse Läden als Budget-Titel verkauft worden sein, aber der Verkaufszeitraum war wohl wirklich sehr kurz. Das Spiel wurde in der August-Ausgabe 1997 im englischen Magazin PC Zone getestet. Also der Test kam eigentlich etwas verspätet zum Release-Datum und auch nur in der, ja, wie soll ich sagen, in der Ecke der weniger beachteten Spiele, nur ein sehr kurzer Test. Und dort hat es eine Wertung von 67 bekommen von 100. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Video hier mal kurz pausieren und den Text euch durchlesen. Das ist ganz amüsant geschrieben. Das Spiel wurde dort mit einem Preis von knapp 20 Pfund angegeben. Also kein Vollpreistitel. Ja, im selben Zeitraum wurde auch immer mal wieder die Werbung in der PC Zone Zeitschrift zu Nitro Racers veröffentlicht. Ja, diese Bilder, die könnten aus so Führerscheinbögen entnommen worden sein. Und es wird eben hier gezeigt, wie man sich nach den Autoren des Spiels richtigerweise im Straßenverkehr verhalten sollte. Also etwas scherzhaft das Ganze natürlich. Aber diese Werbeannoncen auf 2 Seiten DIN A4 zeugen dann doch von einem gewissen finanziellen Rückhalt, höchstwahrscheinlich durch den Publisher 3DO, da das ja nicht so ganz billig war, so ganzseitige Werbung. Ja, nun aber zum wichtigsten Teil des Spiels, zum Gameplay. Ich starte jetzt hier ein Spiel im Management-Mode, im normalen Schwierigkeitsgrad. Das bedeutet, ich fahre gegen 6 Gegner. Easy Mode würde bedeuten gegen 4 Gegner und im Hard Mode gegen 8 Gegner. Ja, jetzt beginnt hier das Rennen im Palm Beach. So, ich bin das weiße Auto mit dem blauen Dach und nehme jetzt hier gleich mal eine Abkürzung durch den Sand. Das ist bei den Strecken immer mal wieder möglich, so kleine Shortcuts zu nutzen.
Ab und zu ist es ein Vorteil, ab und zu auch nicht. Jetzt hier nehme ich das einfach mal so wahr. Ihr seht, dass das Fahren mit dem Auto so etwas schwammig ausschaut. Das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern man driftet eben hier so um die Kurven rum. Das Heck bricht aus und die Kurven werden so leicht gedriftet dann genommen. Jetzt hier nehme ich meinen ersten Pitstop wahr. Ihr seht ja oben links die Anzeigen. Und zwei davon in so rot, gelb, grüner Anzeige. Auf diese muss ich achten, dass ich da nicht in den roten Bereich komme oder schlechtestenfalls es komplett vergesse. Eben, denn das eine ist der Verschleiß der Reifen ganz oben und darunter ist die Treibstoffanzeige. Und ich muss normalerweise so einmal pro Rennen einen Pitstop durchführen. Ja, ihr seht jetzt auch noch, wie viele Runden zu fahren sind. Das ist hier die letzte Runde, die endet jetzt gerade. Und ich bin Zweiter geworden in diesem Level und bekomme $14.000 Preisgeld. Und das Wichtigste ist eigentlich, unter den ersten 3 zu bleiben, denn nur dann komme ich ins nächste Level. Jetzt kann ich mir hier von den $14.000 diverse Upgrades leisten, also eine Pit Crew, jetzt hier den Motor, den ich mal angewählt habe, Bremsen oder Reifen. Jetzt kaufe ich mir hier den besseren Motor und das restliche Geld spare ich mir mal auf. Und dann geht es weiter zum nächsten Level, jetzt hier in Alcatraz. Ja, zu den Anzeigen nochmal kurz oben. Das N, das rote N mit 0 dahinter, sind die Anzahl der Nitros, die mir zur Verfügung stehen. Und das Dollarzeichen selbstverständlich das Geld, das ich aktuell besitze. Jetzt hier dieses Level in Alcatraz, ihr seht schon, da ist es jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ach ja, jetzt habe ich gerade hier ein Item aufgenommen. Und zwar liegt auch ab und zu Geld auf der Strecke und auch die Nitros müssen während des Fahrens eingesammelt werden. Das eine sind so rote Items und das andere blau. Jetzt hier ist es nicht mehr so ganz einfach, unfallfrei so um die Kurven zu kommen. Und ja, da fällt es dann eben schon auf, dass diese Soundeffekte erstens mal dann ein bisschen zu laut sind, auch wieder im Vergleich zur Musik und sie einfach der Zeit einfach nerven durch die Häufigkeit dieser Unfälle, die man da jetzt hier auf der Strecke auch baut. Das ist ein einziges Pom 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 Pom, ne? Das ist einfach nicht so angenehm. Aber ja, ich finde, Spaß machen die Strecken eigentlich alle. Man braucht jetzt ja auch nicht so lange, um eine Strecke zu bewältigen. Also oftmals ist einfach auch die Wegfindung an sich Teil der Herausforderung, da es nicht immer ganz klar ist, wie man jetzt fahren muss. Jetzt hier bin ich Sechster geworden, was ja eigentlich bedeuten würde, ich bin nicht unter den ersten 3. Allerdings zählt das Spiel immer die Ergebnisse zusammen, ne, in dieser insgesamten Übersicht. Und da habe ich es dann eben doch unter die ersten 3 noch gerade geschafft. Bin ja im ersten Rennen Zweiter geworden und jetzt hier Sechster. Das reicht, dass ich noch als Dritter im Gesamtergebnis auftauche. Jetzt klicke ich mich hier nochmal so ein bisschen durch den Shop, aber ich denke für $9.000, da kann ich mir jetzt sowieso nichts leisten. Und deswegen geht es jetzt hier weiter ins nächste Level. Ja, die Grafik, die ihr hier seht, die spielt ja immer mit so Licht- und Schatteneffekten. Ich habe ja schon angemerkt, dass diese Grafik mit der Software 3D Max erstellt wurde und jeder einzelne Rendervorgang einer solchen Strecke hat 24 Stunden Zeit verschlungen, um die Berechnung mit den damaligen PCs durchzuführen. Ja, ihr seht schon, ganz einfach ist das Spiel nicht. Also, und ja, insgesamt sind die 15 Strecken ja dann auch gar nicht so wenig Zeit, wie das in Anspruch nimmt. Und dafür misse ich einfach eine Speicherfunktion im Spiel. Also ich muss das Spiel eigentlich in einem Rutsch durchspielen.
Also zumindest hätte man irgendwie ein Passwortsystem einführen können, um dann vielleicht gleich im nächsten Level ähm, wieder starten zu können, aber so muss ich tatsächlich bei jedem Spielstart auch komplett von vorne beginnen. Jetzt hier habe ich endlich mal ein Nitro bekommen, das ich jetzt hier mal einsetze, aber ihr seht schon, ein Nitro ist nicht immer ein Vorteil im Spiel, da es dann einfach schwierig ist, das Auto noch auf der Strecke zu halten und man neigt einfach dann dazu, Unfälle zu bauen, weil so richtig lange Geraden, um ein Nitro sinnvoll einzusetzen, gibt es eben häufig nicht. Ja, jetzt bin ich hier wieder leider nicht sonderlich gut gefahren und deswegen endet das Spiel. Und das bedeutet, ich muss wieder von vorne beginnen. Ja, nun möchte ich euch auch noch kurz den Arcade-Modus zeigen, der hier mit dem Begriff Spielsalon beschrieben wird. Die Ansicht bei meinen Rennen lasse ich eigentlich immer auf Rennstrecke, also so, dass ich die komplette Übersicht über die Strecke habe. Diese gezoomte, scrollende Ansicht, die ist meiner Meinung nach nicht so gut geeignet, um im Rennen auch Erfolg zu haben. Es ist eh schon schwer genug. Ja, weil einfach bei der gezoomten Ansicht man meiner Meinung nach zu wenig von der Spielstrecke sieht. Ihr seht jetzt schon der große Unterschied, oben die Verschleißanzeigen für die Reifen und auch die Tankanzeige fehlt. Hier wird jetzt einfach nur ein Rennen gefahren. Upgrade-Möglichkeiten im Shop gibt es nicht. Die Autos werden einfach selbstständig besser und schneller und sind auch bereits von Anfang an schon etwas abgegradet, lassen sich besser fahren in den Kurven. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Untergrund an. Jetzt hier fahre ich ja auf geteerter Straße, da haben die Reifen sowieso eine bessere Haftung als auf diesen Sand- und Dreckstrecken, die ich vorher befahren habe. Aber am grundlegenden Spielprinzip ändert sich natürlich nichts. Ich muss auch im Arcade-Modus unter die ersten 3 kommen, nur dann erreiche ich das nächste Level. Ja, zum Schluss aber noch zu einem ganz anderen Thema. Über den Steve Cottam bin ich mit einer weiteren Person in Kontakt gekommen, und zwar mit dem Richard. Richard lebt ebenfalls in Great Britain und bezeichnet sich selbst als den Nummer 1 Fanboy von Nitro Racers. Ja, er hat mir eben erzählt, er war damals im Urlaub oder bei einem Australien-Aufenthalt in einem Spielegeschäft und hat dort in der Budgetkiste eines Spieleverkäufers für ein paar Euro eine Original Nitro Racers Bitbox gekauft. Und allgemein hat ihm das Genre der Top-Down-Racing-Spiele schon immer gut gefallen. Und mit Nitro Racers hat er sofort die große Liebe entdeckt. Dann vergingen natürlich viele, viele Jahre, wie das oft so ist. Und er hat dann irgendwann nochmal zu dem Spiel auch im Internet recherchiert und ist eben auf die gleichen verwirrenden Artikel gestoßen wie ich auch. Und auch er ist auf die Idee gekommen, wieder Kontakt zu den Steve Cottam zu suchen. Nur ich bin halt dann zu dem Schluss gekommen, ein Video zu dem Spiel zu machen. Und der Richard ist zu dem Schluss gekommen, man könnte doch auch ein Remake zu dem Spiel machen. Beruflich hat er wohl schon Vorkenntnisse bei der Programmierung gehabt. Und deshalb hat er mit dem Steve zusammen eben das Projekt ins Leben gerufen und er programmiert jetzt in seiner Freizeit an einem Remake zu dem Spiel. Ich denke, auf der Unity Engine wird das Ganze dann später mal basieren. Ja, ihr seht ja jetzt hier im Hintergrund schon bereits die beiden Strecken. Also ich möchte nochmal explizit darauf hinweisen, dass das hier zu sehen, die Videomaterial, noch ein sehr frühes Stadion ist. Der Richard meinte, ja, er hofft, dass er das Spiel irgendwann in 2021 fertigstellen kann. Dennoch kann man schon sehen, dass die Grafik, das Flair des Originalspiels, meine ich, sehr, sehr gut einfängt. Also diese Licht- und Schatteneffekte werden hier prima auch übernommen. Insgesamt ist natürlich wesentlich mehr animiert jetzt hier beim
beim Remake die Wellen, die Regentropfen, Vögel fliegen übers Spielfeld und auch die ganze Soundkulisse soll überarbeitet werden. Also das ist auch dem Richard natürlich aufgefallen, dass jetzt die Soundeffekte jetzt nicht unbedingt das Highlight des Spiels waren, also des Originalspiels. Und es wird definitiv dieses Mal auch Motorengeräusche geben, die ich so beim Original wirklich vermisst habe. Man wird den Regen hören und ja, das ist das erste Spiel, das der Richard jetzt hier entwickelt. Ja, wenn ich den Richard da richtig verstanden habe, ist es ein Ein-Mann-Projekt, also ganz wie in alten Zeiten der Spieleentwicklung, alles unter einer Obhut. Und ja, ich bin gespannt, was da am Schluss herauskommt. Ich werde dann zur Fertigstellung des Spiels auf jeden Fall nochmal ein kurzes Update-Video dazu machen und vielleicht hat der eine oder andere von euch daran Interesse, sich dieses Remake dann auch mal im fertigen Zustand anzusehen. Ja, damit möchte ich es dann auch bewenden lassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. War eine interessante Geschichte mit netten Leuten. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Steve und auch an den Richard und auch an die Theresa, die mir bei der Übersetzung der englischen Untertitel geholfen hat. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, tschüss!